Wow! Mist. Echt spannend, lohnt sich. Die Schönheit der Erde lässt sich nicht kaufen. Sie gehört denjenigen, die sie entdecken. Wir sind auf dem Hinweg nach Sardinien, wo uns der Como-See einen Tag lang in seinen Bann gezogen hat. Von hier aus verabschieden wir uns heute und fahren weiter nach Genua, wo die Fähre nach Sardinien ablegt. Entspannte 230 Kilometer und ca. 5 Stunden Motorradfahrt liegen also vor uns. Oder bleiben wir doch schon vorher an einem Ort für immer? Mitten in der Prärie von Italien haben wir hier unser Haus gefunden, wo wir wohl unseren Lebensabend verbringen werden. Ich denke, für 2 ältere Leute ist das genau das Richtige. Von 1509 oder so. Schön an einem Fluss, idyllisch. Nee. Noch ist unser Lebensabend lange nicht gekommen. Und das wollen wir nutzen, um Motorrad zu fahren und die Welt zu entdecken. Neben uns fließt ein Bach durch dicke Steine durch und irgendwie riecht es verbrannt. Molini. Bis dann da mittendrin immer noch so kleine Örtchen sind, ist wirklich voll idyllisch, ja. Und auch teilweise richtig hübsch hergemacht, ne? Gar nicht alles nur altes Zeug, sondern da haben sie noch mal ein bisschen was an Renovierungsarbeiten reingesteckt. Und ein Ranger oder sowas in der Art. So ein kleiner Stopp am Straßenrand kann einen echt dann noch mal so richtig überraschen, wenn da so ein kleiner Wasserfall nebenan wartet. Ab durch den Herbstlaubwald. Ja, in Italien ist Herbst. Und da fahren wir jetzt durch. Wenn wir wiederkommen, ist es wahrscheinlich schon halb Winter hier. Ob man dann hier wohl noch fahren kann? Ah, ich hoffe, dass dann noch nicht alles zugeschneit ist, ne? Laub und nass, das kann rutschig werden. Aber hier noch ungefährlich gerade. Schön. Ja, klar, und die Rehe, ne? Die hier überall sein können. Die Wildschweine, Rehe, Albatrosse und Nilpferde. Oh, ich weiß nicht, ob dieses Geländer hier, diese Leitplanke, was die wohl noch hält. Oh, ich muss tanken. Meine Reserve ist angegangen. Ja, immer noch die SP 160, ne? Und da oben wohnt, glaube ich, auch keiner mehr drin. Boah, Alter. Da rutscht einmal kurz das Herz in die Hose. Von engen, kurvigen Straßen in den Bergen geht es zu mehrspurigen Geraden in der Hafenstadt Genua, die für ihre jahrhundertelange zentrale Rolle im Seehandel bekannt ist. So, los geht es auf die Fähre. Julian, dein erstes Mal Fähre. Yes. Oh mein Gott. Zumindest so eine Fähre. Also ja. Kleine habe ich ja schon mal gemacht. Ja, für mich das erste Mal Fähre mit der CRF. Ja, ich finde das immer aufregend auf so Fähren. Das ist ja halt das, was man nicht jeden Tag macht, ne? Stehen darf ich hier nicht. Du? Nee, gerade so, ich sehe dir so im Rückspiel und denk so, Bam, ein Kopf kürzer. Caro fährt ohne Kopf nach Sardinien. Und wie ist es für dich jetzt hier auf so einem riesen Deck rumzufahren? Ist okay, hier könnte man mal Gas geben, ordentlich. Oh, ist immer die spannende Frage, ob die verzurren oder ob man selber verzurren soll. So. Das sieht doch gut aus. Ah ja, guck, hier hat jeder so einen Gurt. Tralla.
Ich weiß nicht. Jetzt machen wir mal eine Doppelschleife und dann noch einen Doppelknoten und dann passt das schon. Eigentlich musst du, um so ein Fahrzeug vernünftig zu sichern, die so ein bisschen in die Federn ziehen, damit die stramm ist. Das hier ist totaler Müll. Ich mache das jetzt auch. Guck mal, wo ich hier durchgehe. Wie so ein kleines Kind am Bauch. Hier sieht man, wer schon öfter auf Fähren unterwegs war. So Sonderknoten, irgendwie so richtige Experten. Die liegen dann auf jeden Fall nachher nicht auf unseren Motorrädern drauf. Auf nach Sardinien. Nee, erstmal auf in unser Zimmer. Ja. Ja Leute, so sieht's hier aus in unserem kleinen Zimmer auf der Fähre. Auch wenn das jetzt hier nicht so der Knaller ist, aber ist okay, kann man machen. Auf jeden Fall. Innenkabine leider, war nichts anderes mehr frei. Ist ein bisschen komisch, wenn man kein Fenster hat, finde ich. Dafür haben wir einen Spiegel und wir können halt jetzt die 10 Stunden lang schlafen und sind dann wirklich auch fit, wenn wir auf Sardinien ankommen und können dann direkt losfahren. Deswegen finde ich, lohnt sich das in dem Falle sehr. Und die ganzen Motorradsachen, sich irgendwie so einen Schlafsessel zu nehmen, ist ein bisschen wie im Kino, ne? Nur, dass da kein Film läuft. 20 Euro. Julian testet das jetzt mal. Alter, der geht überhaupt nicht weit nach hinten. Das ist wie im Flugzeug, oder? Müll, das ist richtiger Müll. Wenn man überlegt, das hier kostet, glaube ich, 20, 30 Euro. Aber den und Rest gibt's for free dabei. Zimmer kostet um die 100 außen und ich glaube Innenkabine 80. Genau, wird bestimmt eine entspannte Fahrt jetzt. Langweilig wird's nicht, gibt noch Cartoon for free dabei. Action! Angestoßen. Ich nehme die Kamera, zack, bam, boom. Auf eine gute Reise hier. Möchtest du noch ein paar letzte Worte sagen? 150 Mann passen daran, habe ich gerade von unten schon ausgecheckt. Und mal eben kurz hier den Notausgang, falls Titanic. Tschüssikowski Festland. Jetzt heißt es endgültig auf zu neuen Ufern. Es bedeutet, das Bekannte zu verlassen, dem Lauf des Lebens zu vertrauen und sich ganz auf das Hier und Jetzt einzulassen. Wir haben nichts zu befürchten, wir haben ruhige See. Volle Kraft voraus! Die Nacht legt sich über das Meer und die Wellen schaukeln uns in den Schlaf. Am nächsten Morgen heißt es dann... Ja, hier haben wir eigentlich Julians Bereich. Ein bisschen Morgengymnastik. Morgengymnastik im Bällebad? Da kann man so durchkrabbeln. Ja, du weißt ja Bescheid. Nein, falscher Take. Sondern es heißt... Land in sich. Da ist sie. Die Karibik Europas. Sardinien. Die Trauminsel, nicht nur für Motorradfahrer, lockt das ganze Jahr über mit mediterranen Temperaturen und türkisblauem, kristallklarem Wasser. Wer wilde Landschaften, historische Städte und Strände liebt, der ist hier genau richtig. Wem das Anreisen mit der Fähre zu gemächlich vonstatten geht, der kann optional auch fliegen. 3 Flughäfen bietet Sardinien und dazu genug Möglichkeiten, ein Motorrad auf der Insel zu mieten. Erfolgreich angekommen. Los geht es. Erstmal von der Fähre runter, rein nach Olbia. Hallo. Viele Motorradfahrer sind auch hier schon. So, unsere ersten Kilometer auf der Insel sind quasi raus aus Olbia und dann südöstlich runter entlang hier des Meeres auf Straßen, die jetzt einfach so, ja, es sind so 0815 Straßen, würde ich sagen. Da ist jetzt noch nicht der mega Fahrspaß dabei, aber man kommt erstmal an auf der Insel. Es ist schon in den Städten auch recht trubelig. Man muss sich erstmal so ein bisschen dran gewöhnen, hier zu fahren. Von daher finde ich das auch vollkommen in Ordnung. Und die Gegend um Avatax, da wurde uns schon empfohlen, ein
Campingplatz zu wählen, weil dort soll es wohl wunderschöne Karibik-ähnliche Strände geben. Deswegen bleiben wir unter anderem auch aber wegen dem Wetter jetzt hier auf dieser Seite von Sardinien. Also wir wollen uns schon die ganze Insel angucken, nur soll es die nächsten Tage, also vor allem morgen, auf der südöstlichen Seite viel, viel besser sein als auf der westlichen. Und deswegen fangen wir jetzt hier erstmal an. Das haben wir heute Morgen ganz spontan entschlossen. Ja, während wir hier gerade unsere kleine Mittagspause am Straßenrand machen, ist hier im Hintergrund so eine Schafsherde ordentlich am Läuten. Und es ist ja tatsächlich so, dass viele Sarden auch von der Schafzucht leben. Und ich glaube, das ist echt ein entspanntes Leben, kann ich mir so vorstellen. Herzerfrischend schön. Wir sind jetzt vom Meer oder von der Küstenstraße abgefahren und machen uns auf den Weg ins Landesinnere nach Nuoro. Dort hoffen wir in einem Motorradgeschäft, was uns in Olbia empfohlen wurde, ein neues Kommunikationssystem für Julian zu finden, denn sein Anschluss zum Laden hat wohl irgendwie einen Kurzschluss oder einen Wackelkontakt, ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall nicht mehr möglich, das Gerät zu laden. Ja, so sieht das da gerade aus. Und deswegen gucken wir, ob wir jetzt hier noch auf der Insel ein neues bekommen. In Olbia waren wir in 2 Motorradgeschäften drin, die hatten beide keins. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal ab von der Küste an. Und wirklich gut ausgebaut sind die Straßen hier, zumindest diese Hauptstraßen, sodass sich die 90 km/h, die hier erlaubt sind, wirklich gut fahren lassen. Und es ist erstaunlich wenig los. Okay, das mit der gut ausgebauten Straße, das hielt jetzt nicht ewig. Also es gibt dann auch wiederum so sehr flickenhafte Straßen, wo auch das ein oder andere tiefere Loch dabei ist oder die Straße ist so an der Seite so weggebrochen. Dann haben die da aber auch teilweise schon Absperrungen hingemacht. So war es zumindest bisher jetzt so. Und ab hier kommt wieder neue Straße. Juhu! Ja, kurz vor Nuoro hat man ja auch schon richtig Höhe drin. Da kann man ganz toll runter gucken ins Tal und ja, mit Höhenangst wird der Magen auch kurz flau. Und eine schön kurvige Straße gibt es auch dazu. Das macht schon Spaß jetzt. Kakteen haben sie auf jeden Fall echt eine Menge. Hier tragen die Kakteen auch Früchte, ne? So rote Kugelfrüchte. Ja, die Leitplanke hat auch schon ein paar Autos oder Motorräder gesehen. In Nuoro fesseln bemalte Häuserwände meinen Blick. Davon gibt es auf Sardinien noch einige zu sehen. Beim Motorradhändler angekommen, sammeln wir die ernüchternde Erkenntnis. Leider hatten sie hier auch nichts. Tja, das war wohl nichts. Weiter geht's. Ja. Wieder zurück an die Küste Richtung Abatax. Da gibt es schöne Campingplätze. Wir hatten jetzt echt Glück, dass der Laden noch offen hatte. Das war nämlich 1:05 und der hat um 1 Uhr geschlossen. Während die Italiener Siesta machen, lassen wir uns von der Sonne brutzeln. Hier wird sehr nett. Hier wird es hügelig. Der Blick aufs Meer ist da. Oh, Esel. Oh, hallo. Das ist die SP27 hier. Schön ins Grüne und kurviger.
Ja, stimmt. Die Bäume, die färben sich schon so langsam rot, denn der Winter naht. Teilweise, wenn hier die Strecken, so kleine Wege rechts hoch gehen in den Berg, das ist dann schon für so Autos, glaube ich, teilweise sehr steil. Toller Ausblick von hier oben. Ja, es ist halt auch, gerade wenn man jetzt nicht in diesen leicht schattigen Straßen fährt, finde ich super heiß, wenn die Sonne einem da so prall auf dem Helm scheint. Also jetzt ist ja Anfang Oktober und ja, also viel früher muss ich jetzt hier nicht gefahren sein. Zurück am Meer. So, der erste Campingplatz, den wir angefahren sind, der ist es dann auch direkt. Und zwar hier der Mare Blu. Wir fahren hier einmal über die Straße. Was uns hier so gut dran gefällt, ist, dass wir hier unter den Bäumen stehen können. Schönes, schattiges Plätzchen. Ich denke, das ist ganz nett hier. Zum Abendessen gibt es jetzt hier noch lecker Nudeln. Und ja, wir genießen hier den Platz, die Ruhe, die Nähe zum Meer und das Ganze hier mit den Motorrädern noch weiter zu erleben. Morgen mal richtig schön lange geschlafen und jetzt gibt's einen Kaffee. Das Wetter wird heute verregnet sein. Das heißt, wir testen das Zelt auch das erste Mal bei Regen und ja, genießen das hier mal den Platz im Vorzelt zu haben. Das Vorzelt wird jedoch etwas verkleinert, weil der starke Wind es eindrückt. Mann, ist das stürmisch an der offenen See. Eine gute Gelegenheit, seinen Zeltnachbarn kennenzulernen. Vor allem, wenn dieser ebenfalls eine Honda fährt und ein interessantes Zelt dabei hat. Zu dem Thema Zelt kommen wir in einem anderen Video noch. Wie cool, wir haben ihn gerade kennengelernt. Wie heißt du eigentlich? Roni. Roni? Ja. Okay, hi, Caro, moin. Ich habe ihn gerade gefragt, wie lange er hier auf der Insel ist und war so, ja, keine Ahnung, mal gucken, 1-2 Wochen oder bis Ende Oktober und wir haben jetzt Anfang Oktober. Und danach geht es für dich irgendwie weiter? Du weißt noch gar nicht, wohin so genau? Nee, Spanien, Portugal, Marokko. Du hast einfach Zeit ohne Ende. Wow, und das, was ich super cool finde, er hat gerade erzählt, wie schwer seine Tenere ist, trotz des Umbaus. Transalp. Oh, ich sage immer Tenere, es ist irgendwie, Transalp, genau, trotz des Umbaus, sagtest du 200 Kilo. Das ist natürlich echt geil, weil du damit auch Offroad total gut unterwegs bist, ne? Absolut, ja. An dieser Transalp aus dem Jahr 2023 hat Roni Zusatzscheinwerfer nachgerüstet. Ebenso wie einen vergrößerten Tank, mit dem er eine Distanz von 460 Kilometer locker durchfahren kann. Den Motorschutz hat er auch nochmal nachgerüstet. Reifen hat er auch eigene dran gemacht von Dunlop. Trail Max Mission. Er sagt, der Reifen hält so 11.000 bis 20.000 Kilometer. Das ist natürlich auch richtig viel. Also damit ist er auch bereit, Offroad zu fahren. Ja, ich würde sagen, mit der Ausstattung hier ein Jahr unterwegs zu sein, da hat man sein Haus dabei. Alles, was man braucht im Motorrad. Top. Ich wünsche eine geile Zeit. Vielen Dank. Roni erinnert mich stark an meine Balkantour 2022 zurück, als ich ebenfalls alleine losfuhr, mit viel Zeit und Freiheit im Gepäck. Eine wichtige Erfahrung in meinem Leben. Im Laufe des Tages klart sich das Wetter auf und wir schauen uns die Gegend zu Fuß an. Und dort ist unser Campingplatz. Was ich halt ein bisschen nervig finde auf diesem Campingplatz ist, dass man hier Toilettenpapier und Seife immer mitnehmen muss. Ansonsten hast du das hier nicht auf den Toiletten. Ich weiß, für Italien ist das relativ normal. Ich als verwöhnte Deutsche
finde das beim Campen halt einfach auch ganz schön, wenn ich das nicht jedes Mal mit auf die Toilette nehmen muss. Vor allem, wenn der Platz 33 € pro Nacht kostet mit den 2 Personen, 2 Motorrädern und dem Zelt. Allerdings, ich glaube, dass es hier auf Sardinien normal ist, diese Preise. Wer wissen will, wo hier der Bär steckt, der geht einfach mal in die Bar. Da lief gerade Modern Talking. Und jetzt ist das, wie heißen die? Bonnie M. Crazy like a fool. Like Eddie Cool. Damit wäre die Anreise nach Sardinien gelungen. Wir werden hier weiter nach einem Sena für Julien suchen und in der nächsten Folge nehmen wir euch mit auf eine Top-Motorradstraße. Geil. Also unbedingt dranbleiben, den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren und inspiriert bleiben. Wir sehen uns!